Also es ist schon ein Qualifikationstraining für die 5 Jungs. 3 players who are playing with the U12 and 2 players who are playing with the U11. Ja, viel Ballkontakt, man hat ein unheimlich gutes, ballsicheres Dribbling nach vorne und guckt dabei. Das ist richtig gut. Nochmal ihr maximales Potenzial wirklich abzurufen. Von daher denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, das auszuprobieren. Young-Sok und Jun-So, Ji-Song, Kyo-Hyun und Oh-Jin. The Dortmund is all about Borussia Dortmund. Member of BVB, Dortmund is a very, very important place and our home. I think we see ourselves as a challenger of the biggest clubs in the world. But we don't have maybe oil money or something in behind. So we have to be innovative. We have to find the really, really good talents and develop by them by ourselves. Our claim, and it's really true, is that we don't buy the stars. We develop them. Jane, du darfst die 3 Leibchen so verteilen, dass du nicht dabei bist. Okay, wir machen ganz freies Spiel. 9 gegen 9 auf der ganzen Hälfte. 자, 옵사이드 없대 얘들아. 알겠지? Ohne Abseits. 그 테스트에서 솔직히 저희 친구들 전부가 100을 못 보여줬을 것 같아요. 왜냐하면 비행기 타고 와가지고 그때까지 아직까지 시차 적응이 안 됐었거든요. 바로 몸 풀고 바로 경기 뛰다 보니까 몸이 잘 안 풀렸어요. Jaden! Festhalten! Tief. Oh-Jin im Tor? Jin ist gut. We have to tell him to go outside. Gut vor einer Erscheinung im Tor, ne? Also gleich müssen wir rausgehen. Den haben wir denn da? Oh-Jin! Stay! No goalkeeper for you. Wo sind die denn gefahren? Linken Verteidiger gerade weg. Müssen wir mal gucken. Orange! Organisiert euch mal neu, ja? Eli ist da weg. Ich sag doch, unbedingt. Ja gut, wir haben natürlich jetzt gerade gar keine. Wie ist das heute? Stimmes Training. Ja. Der glaubt nicht die richtig Zeit. Aber ich meine, alle rechts. Die anderen sie auch Zeit. Ganz lieber Meter jünger. Ja, da geht das sofort weiter. Der ist auch einmal ja, der auch. Ja, viel Ballkontakt, man hat ein unheimlich gutes, ballsicheres Dribbling nach vorne. Ja, und guckt dabei, das ist richtig.
Nice, Ojin! Mach Tempo, komm. Und mitgehen, Tant. Nach. Geh in die Box. Vielleicht schafft ja mal einer zur Auswahlmannschaft. Ja. Und dann liegst du. Oh, der ist auch mal. Man muss das jetzt um deine Relle das Ja, finde dann ein bisschen die Spannung. Ja, das mag er nicht. Das mag er gar nicht. 이대로만 커다오 얘들아 진짜. Also ich würde jetzt sagen, ich kann alle nehmen bis auf Ojin, weil Ojin ist einfach zu gut. Ansonsten haben sie alle einen coolen Move. Also ich finde die Jungs richtig. Kann man aber auch mit Chris Kruse, ne? Also ich finde, den kannst du auch in der U12 spielen lassen. Ne? Ich finde das aber extrem gut, dass die jetzt auch mal so schon da kombinieren und dass die auch mal jetzt solche fremden Spieler mal damit reinnehmen. Weil letztendlich kommt es ja auch irgendwann mal darauf an, vielleicht schafft es ja mal einer zur Auswahlmannschaft. Ne? You guys picked really good player. Totally satisfied. Totally satisfied. We could have made more picks maybe. Maybe 2 or 3 players be nearly on the same level, but we had to choose 5 and 솔직히 누굴 갖다 놔서 잘했을 것 같아. 맞아요. 진짜. 몇 명 보고 싶어요 지금. 그러니까 대표적으로 우리 친구들 온 거니까 많이 배울 거야. 걔네들도 이거 보면은. 이게 못해서 안 온 게 아니에요. 그러니까. Okay! Stopp! Sehr gut, Jungs. Vielen Dank. Great goalkeeper. 기세에 펄럭 날린 거 보셨어요? 바로 앞에서 왼발로? Okay. Gut. Okay, Jungs. Hat's der U11 Spaß gemacht? Ja! Also wir von unserer Seite können sagen erstmal Dankeschön, dass die Jungs da waren. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, die Jungs haben es richtig gut gemacht und wir haben super Spieler gesehen. Und nur mal jetzt für die U11. So könnte es mal wieder aussehen, wenn ihr mal irgendwo international mal wieder unterwegs seid. Irgendwann mal vielleicht auch in Auswahlmannschaften spielen. Dann kommen auf einmal irgendwelche aus anderen Ländern zusammen. Ist ja heute alles möglich im Fußball. Und so schnell kommen Nationalitäten zusammen. Und so friedsam kann die Welt sein. Ja? So einfach ist es. Das finde ich ganz toll. Ja. Jungs, was mir besonders gut gefallen hat, dass ihr die Jungs sofort integriert habt. Das Wichtigste, was ich schon zum Anfang gesagt habe, man sieht, dass ihr Spaß habt beim Fußball. Und
Das habt ihr den Jungs auch vermittelt und dann kriegt man das auch wieder zurück. Also dafür Riesendank an die Borussen und natürlich ja, sehr gut auch gemacht von unseren koreanischen Freunden. Danke. Jetzt wieder. Hello, my name is Nat. It was really fun. I'm Darren, yeah? You know what's Yeah, let's get. Hey, give my. This guy can play football. They're very good. This guy, he's better off Ronaldo. Ich bin Mathis und das hat really fun gemacht. I'm the son of Mbappe. You know what it is? This player. Hey, warte. Hello, I am N'Golo Kante. I'm the prince on Jamaica. 어질어질하네요. 아니 K 잼민이들이 G 잼민이들한테 지지쳤어 지금. 못 따내고 있어요. 우리 애들이 텐션이 너무 높대요. One photo of the whole group in front of the stadium, yeah? Drei, zwei, eins. 테스트 경기할 때는 못하지도 않고 잘하지는 않았던 것 같아요. 슈팅이나 패스? 조금 약간 공격적으로 하고 슈팅도 잘 때리고 해서 저가 좀 더 잘하는 것 같아요. 근데 그렇게 많이 잘하진 않았어요. U11이랑 경기할 때 헤딩골 낸 거. 진짜 여러분들 드디어 무시무시한 독일 명문구단 보루시아 도르트문트의 월클 아이들이 직접 왔습니다. 진짜 여기 온 게 아직도 믿겨지지가 않습니다. 그리고 우리 아이들이 U11 선수들과 첫 레벨 테스트를 했는데요. 아직 시차 적응으로 100% 컨디션은 아니었지만 그래도 역시 우리 월클 아이들 실력을 톡톡히 보여줬습니다. 오늘한 레벨 테스트와 바우메이스 독일 최첨단 기계를 통한 시체 나이 측정을 통해서 이제 드디어 아이들의 레벨이 정해집니다. 아이들의 레벨이 정해진 뒤에는 본격적인 도르트문트 유스 생활이 시작될 예정입니다. 앞으로 유스 명문 도르트문트에서의 현장은 저희가 생생하게 전달하도록 하겠습니다. 됐다. 이걸 슈팅 뭐야? 나 같았으면 간판이 싫어. 디스테브르크랑 도르트문트 경기에 있는 날입니다. 오늘 해설을 한번 해보겠습니다. 우리가 기대한 것 치고는 너무 기대가 안 돼요. 기사를 못 간대요. 어떻게 웃어요? 약간 기뻐해. 됐다. 처음부터 뭐? 근데 9번은 피지컬이 사기다. 구스타보 같아요. 구스타보? 축구도 똑같아요. 누구 잘한다고? 11번, 3번, 11번 도르트문트 11번? 3번? 9번? 7번. 7번? 잘한다고 하지? Oh, did you say only 1% of this kid make it to the first team? Or was it 5%? 1% will turn professional. When you're talking about U19, so they're on the top level of our youth academy, we say 5% go to professional leagues, and maybe, if you're lucky, 1% goes to our professional. Because we are scouting for Champions League, for high standards, yeah? 우진이보다 큰거 같아. 오. 네. 나 보내려고. 그러니까 지금 빨리 뛰러 가면 안 돼요. 근데 나. Okay, Edra. Today we want to split you up into 3 players
who are playing with the U12 and 2 players who are playing with the U11. So your performance on the trainings were one factor of our judgment. So another one will be a measurement of your biological age. I would say today we would do it like that. Please take off your jacket, take off your shoes. 준서 hat schon Vorteil. 지성이 거꾸로 했다. That's no problem, man. Now we are splitting the teams by age group. So 2010 playing with 2010. 2011 is playing with 2011. But as you can see among yourselves, Junso and Eugene, not on the same physical level. You are not looking at the age of the chronological age of the kids, but on the biological age, and let them play together with kids who are in a similar biological age and not in a chronological age. I think it's very popular to do it like that in Belgium, for instance. And yeah, the latest youth development in Belgium was superb. Very small country, not so many people are living there, but they are having a very, very good national team like Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier, Torgen Hazard. 그래서 너희들도 그 11, 11로 나눠지는데 11로 가는 친구들은 또 바이올로지컬 에이지에 따라서 11로 가는 게 거기 가서 더 많이 배울 수 있고 더 성장하는 도움이 될 수도 있다고 하시니까 좋을 것 같습니다. 네. Yeah? And just look forward. Okay? 눈은 왜 커져? Okay. Keep it calm. Just keep it relaxed. 힘 Hold 빼고. that position. 너몇 cm 될 것 같아? 2m. He's predicting his height to be 2 meters. He is 2 meters. Okay? Stop. 뼈 측정에서 제가 생각했던 것보다 좀 커가지고 기분이 좋았어요. 뭐 나왔더라? 전 그게 나와가지고 너무 놀랐어요. 아무리 작아도 한 179 정도까지는 큰다는 거잖아요. 전 그래가지고 그날 좀 기분이 좋았어요. 그거보다 더 크면 실망할 거야. Relax. Don't move. 예, 움직이지 말고. 180 넘을 수도 있어. 그래서 네. 기분 어때? 좋아요. 좋은 거 맞아? He's happy. He's happy? Yeah. Dankeschön. You're welcome. Bitte schön. It's not 2 meters, but it's pretty high, isn't it? 2m는 아닌데 그래도 꽤 크지? Okay. 1.3. Okay? 야, Nice. Nobody was happy, huh? 야, 183. 너무 과장된 거 아니에요? Alles gut. Can I go? Yeah. Ja, danke. Das Wichtigste kommt zum Schluss. Das sind alles nur Zahlen. Das hat nichts mit fußballerischer Qualität zu tun. Ja? Also ob einer kleiner ist, das kann man alles fußballerisch lösen. Und wir sehen hier sehr, sehr viel Qualität und das hat nichts mit Körpergröße zu tun. Es gibt Messi, es gibt Haaland, Benzema. Ja? Körperlich sehr große Unterschiede, aber alles Weltklasse-Fußball. Eine sehr wichtige Sache, wenn es auch um physische Stärke, um Wachstum geht, ist natürlich Ernährung. Und deswegen haben wir die perfekte Brücke jetzt. Wir gehen zum Mittagessen. Ich hoffe, ihr esst viel Salat, viel Gemüse, weil das hilft euch natürlich auch. So sleepy. 야, 너희 이 사진 속에 그 감독님 어디 있는지 찾을 수 있어? 네, 아니요. 수 있어요. 오른쪽 끝에 있는 거 아니야? 아니. 요요. 와, 누가 찾았어? 와, 야, 저 무슨 컵인지 알지? 월드컵? 챔피언스 리그잖아. 챔피언스 리그. 월드 클래스 컵. 월드 클래스 챔피언스 리그. 아.
Ja, also schön, dass wir uns hier zusammenfinden konnten nach der Trainingseinheit am Freitag, nach unseren Messungen. Ja, müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen. 3 der Kids sollen bei der U12 mitspielen, 2 sollen bei der U11 mitspielen. Wie siehst du das, Florian? Also wenn man sich das biologische Alter anguckt, dann würde sich natürlich anbieten, die beiden Jüngsten bei uns mit trainieren zu lassen. Ich denke, das wäre für die auch ganz gut, weil sie dann körperlich wirklich auf einem ähnlichen Niveau trainieren und auch spielen werden und wir dann die Fähigkeiten der Jungs auch nochmal besser beurteilen können. Ja, also vom Eindruck her kann ich das bestätigen. Also man hat, denke ich, bei den Dreien gesehen, die, wie Flo auch gesagt hat, ja vom biologischen Alter her weiter sind, dass sie jetzt beim U11-Training schon ein Stück weit unterfordert waren. Das heißt, dementsprechend auch in der älteren Altersklasse wahrscheinlich eher die Herausforderungen haben werden, um nochmal ihr maximales Potenzial wirklich abzurufen. Von daher, denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, das auszuprobieren mit den beiden, mit den Dreien, dann nochmal in der älteren Altersklasse. Dirk, irgendwelche Einwände? Nee, ich bin da ähnlicher Meinung, da sie sich technisch nicht viel unterscheiden. Nehmen wir mal Ojin raus mit seiner ganzen Geschwindigkeit und mit seiner Dynamik. Aber bei den anderen Vieren sehe ich nicht so große Unterschiede. Aber wenn wir dann halt von den körperlichen vielleicht Nachteilen reden, macht das am meisten Sinn, sie dahin zu packen, wo sie vom Alter her hingehören. Problem ist, wenn du gegen körperlich Größe permanent spielst, dann ist deine Qualität nicht sichtbar, die du vielleicht hast. Ja, die kommt einfach nicht zum Tragen und deswegen ist diese Aufteilung mehr als fair. Gut, Einigkeit, sehr schön. Ja, das wurde natürlich auch durch unsere Daten ein bisschen bestätigt. Ganz klar, Ujin, du bist am meisten rausgestochen, sowohl im biologischen Alter bist du den anderen ein bisschen was voraus. Ihr anderen 4, ihr seid wirklich sowohl physisch als auch sportlich auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau, wie ich schon sagte. Und deswegen haben Jörg und ich uns entschieden, nach eurem biologischen Alter vorzugehen. Das heißt, Young-sok und Jun-so, ihr werdet bei der U11 mitspielen. Ji-sung, Kyo-hyun und Oh-jin werden bei der U12 mitspielen. U10이랑 같이 뛰어서 기분이 좋았고 뭔가 열심히 해야 되는 생각이 들었어요. Ja, also wir erwähnten das schon, dass das nichts mit der sportlichen Qualität zu tun hat, dass das im Augenblick halt schon das biologische Alter ist, die Körpergröße, die Dynamik, die einen kleinen Unterschied macht. Aber wenn die Jungs im 1 gegen 1 gegeneinander spielen, dann hat der Kleinere genauso gute Chancen, den Größeren auszuspielen. Ja, das heißt natürlich für den jetzt im Augenblick Größeren, dass er auch weiter hart arbeiten muss, weil die kleinen guten Fußballer, wie wir das rechnerisch schon gesehen haben, wahrscheinlich in einem Jahr nachwachsen und ihn körperlich aufholen und dann auf einmal vielleicht sogar besser sind. Ja, wir hätten uns auch das ein bisschen leichter machen können, indem wir die 5 Größten mit nach Deutschland nehmen. Aber wir haben gesagt, wir wollen die 5 Besten. Und da kann es natürlich sein, dass auch einer kleiner ist als der andere. Und das war uns wichtig, dass wir die 5 Besten mitnehmen. Explizit, hier sitzen die 5 Besten, die wir in Korea gesehen haben. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den Jörg gerade gesagt hat. Ihr beide seid hier, obwohl ihr biologisch gesehen jünger seid. Das heißt, das ist eigentlich nochmal ein großes Kompliment an euch beide. Das ist ein Vorteil sogar für euch. 말씀하신 것처럼 바이올로지 에이지를 많이 해서 결국은 나눠줬다고 하거든. 그러니까 너무 잘하니까 실력적으로는. 그러니까 전혀 그렇게 느낄 필요 없다. 알았지? 네. Gut. Get something to eat. 팀 배정 받았을 때 기분은 U11이랑 하니까 좀 키 때문에 그런 것 같아서 좀 기분이 별로 안 좋았던 것 같아요. 솔직히 그 팀 배정을 받았을 때 기분이 아무 감정이 없었다고 하는 것은 솔직히 좀 거짓말이고 솔직히 좀 기분이 좋진 않았죠. 네, 제가 작아가지고 그 필크랑 준서랑 같이 밑에 내려간 거니까 그래도 뭐 그 U11에서 최선을 다하면 많이 배워가고
제가 보여줄 건 다 보여줄 수 있을 거라고 생각해요. Benny, Pink hat's auch. It is all in our hands, it is all in our hands. It is all in our hands, it is all in our hands. And we know the change will surely come. War auch, wie sie aufgenommen wurden von uns. Wir haben das kurz mal angesprochen, dass da halt 5 Koreaner weit von zu Hause weg sind und die einfach mit ins Boot zu nehmen, das hat super geklappt. Da konnte man sich sofort drauf verlassen, man musste gar nicht mehr drauf eingehen. Die haben die einfach mitgenommen und so konnten die dann auch ein bisschen mehr zeigen schon in den ersten Tagen, was sie können. Also ich glaube, dass für die Jungs, die deutschen Jungs auch eine super Erfahrung ist, dieser kulturelle Austausch, einfach mal mit Kindern aus einem anderen Land, von einem anderen Kontinent auch zusammenzukommen. Am Ende sind es alles Kinder und man sieht, die haben einfach Spaß am Fußball und die haben Spaß dabei, Quatsch zu machen und das ist wirklich cool zu sehen. Ja, verstehen die Kids sich ja quasi ohne Worte auf dem Platz. Das ist schon sehr, sehr cool zu sehen. He's a World Cup winner. Oh my God. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. 오, 간다. 와. 나 핀란드 자리 있어.